Hallo, mein Name ist Anja Mantei. Ich spiele Bratsche in der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen. Wir haben ein unterhaltsames Programm für Sie heute Abend. Wir beginnen mit einem Stück von Francis Poulenc, ein Orchesterstück. Davon hat er nicht so viele geschrieben. Das ist seine einzige kleine Symphonie, Sinfonietta heißt es eben auch. Man hatte ja als junger Komponist zu Beginn des 20. Jahrhunderts zwei Möglichkeiten, grob gesagt. Man konnte atonal schreiben wie Schönberg oder man konnte tonal schreiben. Aber dann bitte nicht so schwer wie Mahler oder Brahms oder so ernsthaft, sondern locker und flockig und spielerisch. Und genau so eine Art von Symphonie, Sinfonietta ist das jetzt hier, mit ganz vielen Anspielungen auf die ganze Musikgeschichte vor ihm, ein bisschen Ravel, ein bisschen Strawinsky, viel Strawinsky eigentlich. Aber das alles eben nicht einfach abgeschrieben, sondern auf seine ganz eigene, Poulenc-artige, wunderbare, ästhetische, französische Art zusammengestellt. Das nächste Stück im Programm ist ein Klavierkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Und Mozart hat selbst mal was über seine Klavierkonzerte gesagt. Er hat gesagt, Klavierkonzerte sind irgendwo zwischen schwer und leicht anzusiedeln. Es muss natürlich angenehm zu hören sein, aber es darf deswegen nicht banal sein, sodass der Kenner irgendwie zufrieden ist und der Liebhaber es auch schön findet, ohne so richtig zu wissen, warum. Dieses Stück von Mozart hat einen traumhaften Mittelsatz in Fis-Moll. Das ist ganz selten bei Mozart und ist ein Adagio. Das ist auch ganz selten bei Mozart. Seine Mittelsätze sind eigentlich immer Andante, das heißt ein bisschen flotter. Aber dieser ist einfach wahnsinnig schön und gesanglich. Das Ganze wird unterstützt dadurch, dass Mozart Klarinetten benutzt statt Oboen in diesem Konzert. Das ist zu der Zeit noch gar nicht so wahnsinnig üblich gewesen. Dadurch kriegt man einen sehr warmen, schönen Orchesterklang. Es fehlen auch Trompeten und Pauken. Das heißt, es ist nichts Pompöses dabei, sondern insgesamt sehr gesanglich. Natürlich auch hier ist es fantastisch, dass wir einen Solisten haben, der aus dem Jazzbereich kommt, denn es gibt natürlich im ersten Satz eine Kadenz und ich denke mal, Iro wird die auf seine ganz persönliche Weise gestalten. Im dritten Stück geht es, wie der Name schon sagt, um Beethovens Greatest Hits. Und das war eine Auftragskomposition zur Eröffnung des Beethoven-Jahres. Und das Beethoven-Jahr ist ja dann leider ausgefallen, aber wir haben es noch wunderbar eröffnet in Berlin, in Schloss Bellevue, in Anwesenheit des Bundespräsidenten. Ganz herrlicher Abend. Und ich glaube, seitdem ist das Stück nicht wieder aufgeführt worden. Das haben Jaco Kuusisto und Iro Rantala sich zusammen ausgedacht. Ich will Ihnen da jetzt gar nicht viel drüber verraten, denn das wäre so, als wenn man sagt, jetzt kommt gleich ein ganz toller Stand-up-Comedian und übrigens, dies sind seine Pointen. Also lieber nicht. Aber damit Sie ungefähr wissen, was Sie erwarten kann, Beethovens Greatest Hits werden verbunden mit Elementen aus verschiedensten Unterhaltungsmusik. Genres. Und meine Lieblingsstelle ist zum Beispiel die, wo erst irgendwo aus dem Orchester in den Klarinetten der alte Song Fly Me to the Moon erklingt. Fly me to the moon and let me play among the stars. Also flieg mich zum Mond. Und das leitet dann über in die Nach-Mond-Schein-Sonate. Aber in den dritten Satz, der sehr schnell, flüssig daherkommt. Und darunter, plötzlich nach 4 Takten, kommt dann ein Tango. Und so weiter. Und da kann man dann eben auch sehen, wie super das zusammenpasst und wie auf diese Weise Beethoven dann auch im 20. Jahrhundert angekommen ist.